Eine Sache nervt mich ganz besonders. Vor jedem Urlaub denke ich mir, die Sprache noch mal lernen wäre jetzt doch ganz gut. Lade mir eine teure App runter, pauke Vokabeln, ziehe mir die Grammatik rein, ordne Bilderchen zu und dann ist es endlich soweit. Und was passiert? Außer einem Stottern kommt aus mir nichts raus. An vollständige Sätze ist überhaupt nicht zu denken. Dir geht's genauso? Dann habe ich heute was für dich. Ich zeige dir heute, wie du mit ChatGPT ganz einfach eine Fremdsprache erlernen kannst, auf die Art und Weise, wie es dir liegt, zu den Themen, die dich interessieren und auf dem Niveau, was du brauchst. Ich bin Kathi und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dir zu zeigen, wie einfach die Welt der künstlichen Intelligenz ist. In einfachen Worten und mit Beispielen aus deinem ganz normalen Alltag. In dem heutigen Video zeige ich dir, wie du mit ganz einfachen Anweisungen an ChatGPT Vokabeln lernst, wie du die Grammatik der Fremdsprache verstehst, ohne die Regeln wirklich pauken zu müssen, wie du ein ganz natürliches Gespräch führen kannst, um auch das Sprechen zu trainieren. Und als Bonus zeige ich dir, wie du den Slang der Muttersprachler verstehst und sogar selber anwenden kannst. Legen wir doch gleich los. Du erreichst ChatGPT im Internet unter chatgpt.com. Üblicherweise kannst du das Tool ja ohne Registrierung und Anmeldung benutzen. Für das heutige Beispiel lohnt es sich aber angemeldet zu sein, weil du sonst nicht alle Funktionen benutzen kannst, die ich dir zeige. Solltest du unsicher sein, wie du dich registrierst oder anmeldest, dann schau einfach mal unten in die Beschreibung. Da habe ich dir ein Dokument verlinkt, in dem ich dir Schritt für Schritt erkläre, wie das funktioniert. Stell dir jetzt einmal vor, du bist im Urlaub und möchtest im Restaurant eine Bestellung aufgeben. Dann frag ChatGPT doch ganz einfach mal: Gib mir die 10 wichtigsten Vokabeln für eine Bestellung im Restaurant auf Spanisch. ChatGPT liefert dir jetzt nicht nur die einzelnen Wörter, sondern bringt dir auch gleich Beispielsätze, damit du sofort praktisch einsetzen kannst. Kommen wir zu dem aus meiner Sicht leidigsten Thema beim Fremdsprachenlernen: Grammatik. Auch das geht aber mit ChatGPT ganz einfach. Frage ihn doch einfach mal: Erkläre mir die Vergangenheitsformen im Englischen mit einfachen Beispielen. Und jetzt siehst du, ChatGPT liefert dir nicht nur die Erklärungen, sondern gibt dir gleich auch wirklich Beispielsätze dazu, damit es einfach zu verstehen ist. Wie immer kannst du das jetzt alles hinterfragen, eigene Beispiele nehmen und sogar dich korrigieren lassen, wenn du dir an der einen oder anderen Stelle unsicher bist. Jetzt wird es richtig spannend, weil jetzt kommen wir zu dem Thema, was mir persönlich immer am allerschwersten fällt, wenn es um eine Fremdsprache geht, nämlich das tatsächliche Sprechen der Fremdsprache, ein Gespräch führen, das Verstehen, was mein Gegenüber sagt, reagieren zu können, da einfach locker zu werden. Und dazu können wir wunderbar die Sprachfunktion von ChatGPT benutzen, weil mit der können wir ja normale Dialoge führen und da können wir auch sagen, dass sie mit uns trainieren und üben soll. Und das machen wir jetzt mal. Ich zeige euch ein ganz kleines, kurzes Beispiel, damit du einfach siehst, wie das Ganze funktionieren kann. Hallo, Hi there. What's on your mind? ich möchte, dass du heute mal die englische Sprache mit mir trainierst. Und zwar simulier doch mal ein Gespräch, wo ich auf Englisch in ein Hotel einchecke, stell mir Fragen und korrigiere mich auch, wenn ich Fehler mache. All right, let's get started. Imagine you're walking up to the hotel reception desk. I'll be the receptionist. Ready? Good evening. Welcome to our hotel. Do you have a reservation with us? Yes, I have a reservation. Good. That's clear and correct. You could also add a bit more detail if you'd like. Yes, I have a reservation under your name. Great. Could you please provide your name and a form of identification? Yes, my name is Katie and I can give you my ID. That's clear and polite. Just a small tweak to make it flow even better. Yes, my name is Katie. Here's my ID. Thank you, Katie. Found your reservation. You've booked a double room for 2 nights, correct? I think I book a room for 3 nights. Almost perfect. A small adjustment for grammar. I think I booked a room for 3 nights. Let me check that for you. You're right. It's for 3 nights. Would you like a room with a city view or a garden view? Hier beende ich das Ganze jetzt mal. Aber ich glaube, das hat ganz gut wiedergespiegelt, wie das funktioniert. Also man kann reden, man kann auch Fehler machen
und sie sagt einem dann, das ist jetzt falsch und das ist richtig oder gibt dir auch Tipps, wie das besser funktioniert. Und ich finde das einfach tatsächlich grandios, weil mir persönlich nimmt es einfach die Angst, die Sprache zu sprechen, weil ich weiß auch nicht. Von der KI habe ich einfach keine Angst, wenn ich Fehler mache, weil ich weiß, der ist das sowieso egal und sie korrigiert mich und sie macht es immer und immer wieder mit mir. Und das andere, was ich dabei einfach wirklich zu schätzen weiß, ist, dass ChatGPT im Hintergrund ja mitschreibt. Er schreibt den ganzen Dialog mit. Das heißt, du musst dir auch gar nicht merken, was du alles sprichst und welche Fehler du gemacht hast oder vielleicht auch nicht. Weil du kannst es nachlesen. Du kannst es alles nochmal nachlesen, du kannst es nochmal üben, du kannst das Gespräch wiederholen. Und ja, jedes Gespräch läuft übrigens ein bisschen anders, was ich auch sehr gut finde, weil es nicht auswendig lernen ist, sondern wirklich trainieren ist. Fassen wir doch schon einmal ganz kurz zusammen. Du weißt jetzt, wie du Vokabeln lernen kannst, die du vor allen Dingen auch brauchst, wie du Grammatik ganz einfach erklärt bekommst und mit Beispielsätzen unterlegt und vor allen Dingen, wie du ein Gespräch führst und so das wirkliche Sprechen trainieren kannst. Wenn du gleich mehr davon wissen willst, wie dir ChatGPT das Leben erleichtern kann und nicht jedes Mal auf das neue Video warten willst, dann schau doch einfach mal unten in die Beschreibung. Da habe ich dir ein Dokument verlinkt, in dem ich dir mal aus 9 verschiedenen Lebensbereichen mit jeweils 2 Themengebieten Anweisungen und Prompts aufgeschrieben habe, die du einfach nur kopieren musst, um es gleich ausprobieren zu können. Das PDF kannst du kostenlos runterladen und ich würde mich freuen, wenn du mir in den Kommentaren einfach mal hinterlässt, wie du damit zurechtkommst und ja, gegebenenfalls, ob dir auch ein Themenbereich aus deinem Leben noch fehlt. Wie immer kommen wir an der Stelle zu ein paar Tipps, wie du die Anweisungen am besten professionalisierst, damit du bessere Ergebnisse bekommst. Sei so spezifisch wie möglich. Also anstatt gib mir nur Vokabeln, sage ganz einfach, gib mir Vokabeln für eine Bestellung im Restaurant auf Spanisch zum Beispiel. Nutze die Sprache, die du lernen möchtest, so oft wie möglich im Prompt. Also zum Beispiel, welche wichtigen Vokabeln brauche ich auf Spanisch für ein Gespräch in einem spanischen Supermarkt? Bitte ChatGPT die Antworten mit Beispielsätzen und Erklärungen zu liefern, um den Kontext zu verstehen. Wiederhole die Prompts mit Varianten, um dein Wissen zu festigen und neue Inhalte zu erhalten. Also zum Beispiel zu anderen Themen oder zu anderen Situationen. So, jetzt kommen wir aber noch zu dem versprochenen Bonus, weil, sind wir mal ehrlich, eine Fremdsprache macht doch nur wirklich Spaß, wenn man auch umgangssprachlich sich ausdrücken kann, Umgangssprache versteht oder auch den Slang einer bestimmten Region, in der man sich gerade aufhält, mit benutzen kann. Und das ist auch ganz einfach. Dazu fragst du ChatGPT einfach mal, gib mir typische Redewendungen oder Slang in amerikanischem Englisch und erkläre, wie man sie im Alltag benutzt. Und du siehst, nach und nach listet der jetzt verschiedene Dinge auf. Einige davon sind natürlich bekannt. Andere finde ich jetzt ganz interessant, habe ich so noch nie gehört. Und wie gesagt, ob du das Ganze in Schriftform benutzt oder mit der Sprachfunktion, bleibt quasi vollkommen dir allein überlassen, so wie du dich wohlfühlst, so wie du es am besten trainieren willst, weil du kannst natürlich auch Umgangssprache auch im Sprachmodul in der Aussprache trainieren und dich in der Aussprache korrigieren lassen. Was hast du heute gelernt? Du weißt jetzt, wie du mit ChatGPT Vokabeln lernen kannst, und zwar genau die, die du brauchst. Du weißt jetzt, wie du dir die Grammatik ganz einfach erklären lassen kannst und sogar Beispielsätze dazu bekommst. Du kannst, was ich am genialsten finde, sprechen üben und ganz normale Gespräche führen zu den Themen, die dich interessieren oder dich auch korrigieren lassen. Und am allerbesten, du kannst sogar Umgangssprache oder Slang trainieren und üben. Und denk daran, alles, was du brauchst, ist eine einfache, kurze, prägnante Anweisung. Jetzt bist du dran. Probier es doch einfach mal aus, ob im Schriftmodus oder im Sprachmodus, vollkommen egal, ob jetzt Vokabeln, Grammatik oder wirklich auch das Sprechen üben, was dir am meisten Spaß macht und was dir vor allen Dingen am meisten bringt. Und schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, wie du es am besten brauchst und wie du es am besten machst, was dir am meisten bringt. Hat dir mein Video gefallen? Dann lasse gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal mit Glocke, damit du keinen der Videos mehr verpasst, indem ich dir erkläre, wie auch dir die künstliche Intelligenz dein Leben erleichtern kann. Für heute sage ich Danke und Tschüss.